In today's lesson, you'll learn essential German family vocabulary through a short story about my family. Words like parents, children, siblings, and more. Welcome to the fourth lesson of our Complete a One German course and the first vocabulary lesson. Our topic today is family, and you'll hear a story about my own family, my husband, my children, and my parents, so you can learn how to talk about yours. Be sure to stay until the end, because we'll have a practice session to review and reinforce the vocabulary from the story. Let's start with the short story and the most important words. Das ist die Familie Hofmann. Die Familie Hofmann wohnt in einem typischen deutschen Haus in München. Markus ist der Vater und Katrin ist die Mutter der Familie. Sie haben 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn heißt Philipp und er ist 11 Jahre alt. Die Tochter heißt Mia und sie ist 3 Jahre alt. Philipp und Mia sind Geschwister. Now, we're going to do an analysis of the first paragraph. To start, let's pull out the most important nouns and verbs and learn their meanings. Das ist die Familie Hofmann. Die Familie Hofmann wohnt in einem typischen deutschen Haus in München. Die Familie, die Familien, family. Wohnen. To live, to reside. Wohnen is used when talking about where someone resides or lives. It focuses on the location or place where someone stays for a longer period. Markus ist der Vater und Katrin ist die Mutter der Familie. Sie haben 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Der Vater, die Väter, father. Die Mutter, die Mütter, mother. Das Kind, die Kinder, child. Der Sohn, die Söhne, son. Die Tochter, die Töchter, daughter. Der Sohn heißt Philipp und er ist 11 Jahre alt. Die Tochter heißt Mia und sie ist 3 Jahre alt. Philipp und Mia sind Geschwister. Heißen. To be called. It's the verb you use when introducing someone or yourself by name. Alt. Old. Die Geschwister, siblings. Die Familie Hofmann hat auch ein Haustier, einen Hund. Der Hund heißt Max und er ist sehr freundlich. Philipp und Mia spielen gerne mit Max im Park. Wenn Max schmutzig ist, baden Mia und Philipp ihn. Let's analyze the second paragraph. We have 2 important nouns and 2 key verbs to focus on. Die Familie Hofmann hat auch ein Haustier, einen Hund. Der Hund heißt Max und er ist sehr freundlich. Das Haustier, die Haustiere. Pet. Der Hund, die Hunde. Dog. Philipp und Mia spielen gerne mit Max im Park. Wenn Max schmutzig ist, baden Mia und Philipp ihn. Spielen. To play. Schmutzig. Dirty. Baden. To bathe. Jeden Samstag besuchen die Kinder ihre Großeltern. Die Großeltern, Oma und Opa, wohnen in der Nähe. Oma kocht gern und sie kocht oft für die ganze Familie.
Opa lacht viel und erzählt gerne lustige Geschichten. Die Kinder lieben ihre Großeltern sehr. Now, let's analyze the third paragraph. In this section, we'll focus on the vocabulary related to grandparents and family activities, as well as some useful verbs. Jeden Samstag besuchen die Kinder ihre Großeltern. Die Großeltern, Oma und Opa, wohnen in der Nähe. Besuchen. To visit. Besuchen is a regular verb and is commonly used when talking about visiting family, friends, or places. The verb is often followed by an object, indicating who or what is being visited. Die Großeltern. Grandparents. Die Oma, die Omas. Grandma. Der Opa, die Opas. Grandpa. Die Nähe. Closeness. Instead of Oma and Opa, you can also say Großmutter for grandmother and Großvater for grandfather. However, Oma and Opa are more commonly used in everyday speech, especially by children. Oma kocht gern und sie kocht oft für die ganze Familie. Opa lacht viel und erzählt gerne lustige Geschichten. Die Kinder lieben ihre Großeltern sehr. Kochen. To cook. Oft. Often. Lachen. To laugh. Erzählen. To tell. Die Geschichte. Die Geschichten. Story. Die Familie Hofmann verbringt gerne Zeit zusammen. Abends schauen sie oft gemeinsam im Wohnzimmer fern. An Geburtstagen feiern sie mit Kuchen und Geschenken und haben immer viel Spaß. Markus und Katrin lieben es, mit ihren Kindern Zeit zu verbringen. Let's take a closer look at the fourth and final paragraph. In this section, there are a few more important words you need to know, related to the topic of family. Let's get started. Die Familie Hofmann verbringt gerne Zeit zusammen. Abends schauen sie oft gemeinsam im Wohnzimmer fern. Verbringen. To spend. Verbringen is commonly used to talk about how you spend time, especially with people or on activities. Fernsehen. Fernschauen. To watch TV. Gemeinsam. Together. An Geburtstagen feiern sie mit Kuchen und Geschenken und haben immer viel Spaß. Markus und Katrin lieben es, mit ihren Kindern Zeit zu verbringen. Der Geburtstag, die Geburtstage. Birthday. Feiern. To celebrate. Das Geschenk, die Geschenke. Gift. Lieben. To love. This part is a quick review of everything we've learned today. First, you'll hear the entire story all at once, so you can listen to it in full. After that, we'll go over the key vocabulary words again. Finally, we'll finish with a short exercise to practice using these words. Let's get started with the review. Das ist die Familie Hofmann. Die Familie Hofmann wohnt in einem typischen deutschen Haus in München. Markus ist der Vater und Katrin ist die Mutter der Familie. Sie haben 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn heißt Philipp und er ist 11 Jahre alt. Die Tochter heißt Mia und sie ist 3 Jahre alt. Philipp und Mia sind Geschwister. Die Familie Hofmann hat auch ein Haustier, einen Hund. Der Hund heißt Max und er ist sehr freundlich.
Philipp und Mia spielen gerne mit Max im Park. Wenn Max schmutzig ist, baden Mia und Philipp ihn. Jeden Samstag besuchen die Kinder ihre Großeltern. Die Großeltern, Oma und Opa, wohnen in der Nähe. Oma kocht gern und sie kocht oft für die ganze Familie. Opa lacht viel und erzählt gerne lustige Geschichten. Die Kinder lieben ihre Großeltern sehr. Die Familie Hofmann verbringt gerne Zeit zusammen. Abends schauen sie oft gemeinsam im Wohnzimmer fern. An Geburtstagen feiern sie mit Kuchen und Geschenken und haben immer viel Spaß. Markus und Katrin lieben es, mit ihren Kindern Zeit zu verbringen. Die Familie, die Familien. Family. Wohnen. To live, to reside. Der Vater, die Väter, father. Die Mutter, die Mütter, mother. Das Kind, die Kinder, child. Der Sohn, die Söhne, son. Die Tochter, die Töchter, daughter. Heißen. To be called. Alt. Old. Die Geschwister, siblings. Das Haustier, die Haustiere. Pet. Der Hund, die Hunde. Dog. Spielen. To play. Schmutzig. Dirty. Baden. To bathe. Besuchen. To visit. Die Großeltern. Grandparents. Die Oma. Die Omas. Grandma. Der Opa. Die Opas. Grandpa. Die Nähe. Closeness. Kochen. To cook. Oft. Often. Lachen. To laugh. Erzählen. To tell. Die Geschichte. Die Geschichten. Story. Verbringen. To spend. Fernsehen. Fernschauen. To watch TV. Gemeinsam. Together. Der Geburtstag. Die Geburtstage. Birthday. Feiern. To celebrate. Das Geschenk. Die Geschenke. Gift. Lieben. To love. Now it's time for a practice session. You'll see part of the story with missing words, and below the text, you'll find the words you need to fill in the blanks. You have 20 seconds to complete it. Let's begin. Die Familie Hofmann wohnt in einem typischen deutschen Haus in München. Markus ist der Vater und Katrin ist die Mutter der Familie. Sie haben 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. You have 20 seconds to complete it. Let's begin.
Jeden Samstag besuchen die Kinder ihre Großeltern. Die Großeltern, Oma und Opa, wohnen in der Nähe. Oma kocht gern und sie kocht oft für die ganze Familie. Opa lacht viel und erzählt gerne lustige Geschichten. Die Kinder lieben ihre Großeltern sehr. Great job today! You've learned some essential family vocabulary in German, and now it's time to keep practicing and using these words in your conversations. In our next lesson, we'll dive into regular verbs in the present tense, so stay tuned for that. And since today's lesson was all about vocabulary, you can also further practice your A1 vocabulary by checking out the playlist above, where you'll find all the key A1 words, with examples to test your knowledge. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment below. See you in the next lesson.